Hey, liebe Teens! Hello, hello! Willkommen bei unserer allerersten oder jetzt zweiten Small Group Video Broadcast Tag. Ja, welcome. Herzlich willkommen auch von mir. PJ spricht gerade Deutsch. Ja, das ist okay. Ich kann auch Deutsch, ja. Hey, we wanted to meet now in small groups to give a little bit of, and to make it a little bit easier for you guys while we're on vacation. Und wir wollten einfach dieses Kleingruppenkonzept weiterführen, damit es einfacher ist, während wir im Urlaub sind. And we had such good feedback from a lot of you guys and from the staff that we just thought, hey, why not? Let's do this a couple more times. Und wir haben einfach so viel gutes Feedback bekommen von euren Kleingruppen oder von den Kleingruppen und den Mitarbeitern, dass wir einfach gesagt haben, hey, wir machen das einfach weiter so. Yeah. And as you're watching this, Danny and I are in America and we're having a blast. Hey, und während ihr das jetzt gerade schaut, dann sind wir in Amerika und wir haben eine super coole Zeit. But I wanted to leave you guys with a few teachings for when we're gone. Aber wir haben jetzt PJ ein paar Predigten vorbereitet für die Zeit, während wir weg sind. And we met in our youth leadership a few weeks ago, and we thought, hey, what is the topic right now? What should we talk about? And we thought, hey, let's talk about the topic friendship. Und wir haben uns als Jugendleiterteam getroffen und besprochen, worüber wir eigentlich reden wollen und was gerade dran ist, vielleicht als Thema für euch. Und da sind wir darauf gekommen, dass einfach das Thema Freundschaft voll das wichtige Thema ist. And maybe you're thinking, und vielleicht denkst du, PJ, wir haben aber schon vor ein paar Wochen über Freundschaft geredet, huh? PJ, we talked about that a couple weeks ago. And you would be right. During the quarantine time, we had a topic, or I think even before the quarantine time, about friendship and leaders. Hey, und in der Quarantänezeit oder sogar davor hatten wir ja das Thema Freundschaft und Leiterschaft oder Leiterschaft. And I just want to dive into this whole topic of friendship a little bit more. Aber ich möchte einfach nochmal tiefer in dieses Thema eintauchen von dem Thema Freundschaft. And today we're going to talk about just what it means to be a friend and just about friendship, kind of a little bit general. Und heute wollen wir einfach mal über das Thema Freundschaft im Allgemeinen sprechen, was das bedeutet. And then over the next 2 weeks, or next 3 weeks, we're gonna jump a little bit deeper and go a little deeper into a couple topics. Und die Wochen drauf werden wir dann einfach noch mal ein bisschen tiefer in die Thematik auch eintauchen mit speziellen Themen zum Thema Freundschaft. You can look forward to it. Ihr könnt euch schon drauf freuen. But I'm really excited to talk about friendship with you guys. Hey, aber ich freue mich mega drauf, mit euch über das Thema Freundschaft zu sprechen. Because friends are awesome. Weil Freunde sind ja was ganz Wunderbares. I have really good friends. Ich habe richtig gute Freunde. And I really enjoy hanging out with friends. Und es macht mir Spaß, mit Freunden abzuhängen. And I know that I'm not the perfect friend. Und ich weiß, ich bin nicht der perfekte Freund. And I don't have perfect friends. Und ich weiß auch, dass ich nicht perfekte Freunde habe. But I know that I want to become a better friend, and I think that we can all learn in this series together. Aber ich weiß, dass ich ein besserer Freund sein möchte und dass wir in dieser Serie zusammen einfach lernen können. But hey, we're going to start with our first small group question. Aber ja, lass uns mit unserer ersten Kleingruppenfrage anfangen. And the question is, who is your best friend and why are they your best friend? Die Frage ist, wer ist dein bester Freund oder Freundin und warum ist er oder sie deine beste Freundin oder Freund? Yeah, and if you have more than one, that's okay. Pick one, pick two, and just explain why. Und wenn du mehr als einen hast, dann wähle ein oder zwei aus, aber egal, rede einfach darüber. And like before, just click pause when we ask a question and then click play when you're ready to come back. Hey, und so wie vorher, drück auf den Pausenknopf und dann kommen wir wieder zurück zusammen. See you in a few. Bis gleich. So, teens, welcome back. Hey, willkommen zurück. I hope you had a good small group time. Ich hoffe, dass ihr eine gute Kleingruppenzeit hattet. I can tell you, my friends have changed so much over the years. Ich kann euch sagen, hey, meine Freunde haben sich so sehr verändert über die Jahre. But growing up, my best friend, his name was Dylan. Aber als ich noch jünger war, war mein bester Freund der Dylan. And if I don't think I could tell you exactly why we were best friends. Und ich bin gar nicht so sicher, ob ich dir sagen kann, warum wir beste Freunde waren. But I remember we became best friends in 5th grade. Aber in der 5. Klasse sind wir beste Freunde geworden. We fought almost every single day, physically fought each other for 3 months. 3 Monate lang haben wir wirklich miteinander Kämpfe, also physisch ausgefochten. And then one day we just kind of looked at each other and laughed and became best friends. Und eines Tages haben wir uns angeschaut und haben gelacht. Und dann sind wir beste Freunde gewesen. And we're such good friends that I could not talk to him for 6 months and we talk to each other like it was just yesterday that we spoke. Hey, und es ist so, dass wir zum Beispiel mal 6 Monate zum Beispiel auch nicht reden
können und dann 6 Monate später reden wir miteinander und das wäre, als wäre nie eine Pause gewesen. And he's just become like family to me. Und er ist für mich wie Familie geworden. And now I'll probably say Danny's my best friend. Und mittlerweile würde ich fast sagen, dass Daniela meine beste Freundin ist. Because we see each other every day. Weil wir uns jeden Tag sehen. And we love each other. Und weil wir uns lieben. And because we fight too. Und weil wir auch streiten. Hey. Nur nicht physisch. Doch, manchmal, oder? Nee, Quatsch. Quatsch! Hey, teens, let's jump into this topic a little bit more. Ja, komm, lass uns eintauchen in das Thema. So I wondered what your answers were a little bit, like why do you have friends? Why are your friends your friends? Ja, und ich frage mich so ein bisschen, hey, warum sind deine Freunde deine Freunde? Was macht die zu deinen Freunden? And I would ask the question, do you think or would you say that you have good friends? Ja, und die Frage auch an dich ist jetzt, würdest du sagen, du hast gute Freunde? And would you say that you are a good friend? Und würdest du von dir selber behaupten, dass du ein guter Freund bist? I think a lot of times we just have friends, but we don't necessarily think about who our friends are or why we have friends. Und ich glaube, oftmals haben wir Freunde, aber wir denken nie drüber nach, warum wir Freunde haben oder welche Freunde wir haben. And a lot of us, we become friends with people just because of circumstances. Und viele von uns, wir haben einfach Freundschaften aufgrund der Umstände, in denen wir uns befinden. Like we don't see someone, we know that person, they're cool, they like this, they like that, I'm gonna try to be their friend. Hey, und es ist in der Regel nicht so, dass man jemanden sieht und sagt, oh, der sieht interessant oder cool aus, ich mag, was der macht. Und dann, ich werde mir mal Mühe geben, der Freund von denen zu sein. So läuft es normalerweise nicht, oder? Usually not. Normalerweise läuft es nicht ganz so. Usually you become friends with someone maybe because you sit next to them in class and you just end up talking to them. Hey, oft ist es ja so, dass man in der Schule vielleicht nebeneinander sitzt und man redet ganz viel miteinander und auf einmal baut sich da eine Freundschaft auf. Or maybe it's someone that is on a sports team with you. Oder vielleicht jemand, der mit euch im Sportverein oder im Sportteam ist. Or someone who lives on the same street as you. Oder jemand, der mit dir in der gleichen Straße wohnt. Or they're the son or daughter of your parents' friends. Oder der Sohn oder Tochter von den Freunden deiner Eltern. And a lot of times we think that friends are just people that happen to come into our lives. And sometimes it is that way. Und oft denken wir einfach so, hey, Freunde, die tauchen einfach so im Leben auf, so wie es ist. Und oft ist es auch so. But have you ever thought that you could actually choose who your friends are? Aber hast du jemals darüber nachgedacht, dass du eigentlich sogar auswählen kannst, wer deine Freunde sind? And if you could choose all of your friends, would all of your friends be friends that you would choose to be friends with? Oh, PJ, sehr schwierig. Nein, aber nicht so schwierig. Hey, wenn du deine Freunde aussuchen könntest, würdest du dann die Freunde, die du jetzt hast, auch auswählen, deine Freunde zu sein, wenn du wählen könntest? That was very good, Daniela. Very good. Danke. And think about that. Denk mal darüber nach. Because I thought about this too. Ich habe da auch drüber And I'm nachgedacht. thinking about my friends now. Und ich denke über die Freunde nach, die ich im Moment auch so habe. My friends that I would say, like my good friends, I would say Bench and Lena are really good friends for me. Ein paar gute Freunde von uns sind auf jeden Fall Bench und Lena. Maybe you guys know them. Vielleicht kennt ihr die beiden. Kati and Dario. Kathi und Dario. You know, these kind of people that I hang out with regularly. Die Leute, mit denen ich regelmäßig Zeit verbringe. And that they come to my house. Und die zu mir nach Hause Or I go kommen. to their house. Oder ich gehe zu denen nach Or I Hause. buy them presents or I buy them food. Oder ich kaufe denen Geschenke oder Essen. Or the other way around. Oder andersrum. Would I choose, because these people I didn't necessarily seek out to be my friends. They were just people in my surroundings. Weil die habe ich jetzt nicht speziell rausgesucht, meine Freunde zu sein, sondern die waren halt einfach in meinem Arbeitsumfeld. And I think I would definitely say that these people would be my friends if I was able to choose them. Und ich würde auf jeden Fall schon sagen, dass die auch meine Freunde wären, wenn ich wählen könnte, wer meine Freunde sind. But I remember in my past that a lot of my friends were friends because they were just there. Aber ich erinnere mich gut dran, in meiner Vergangenheit waren viele meiner Freunde meine Freunde, weil sie einfach da waren. And if I could choose now, I probably wouldn't choose them to be friends. Hey, und wenn ich jetzt bewusst wählen würde, nochmal meine Freunde wählen würde, dann würde ich wahrscheinlich nicht die Freunde wieder auswählen, um meine Freunde zu sein. And so I want to challenge you with that a little bit. Are your friends really your friends because you want them to be your friends? Und deswegen möchte ich dich ein bisschen herausfordern. Sind deine Freunde wirklich deine Freunde, weil du sie gewählt hast? And maybe it's a little bit difficult to think about that. Und vielleicht ist es auch gar nicht so ein einfaches Thema, da jetzt so drüber nachzudenken. But I think it's important to know that we choose our friends. Aber ich glaube, dass es wichtig ist, für dich zu wissen,
dass wir unsere Freunde wählen oder wählen können. And that can be good and bad. Und das kann was Gutes und was Schlechtes sein. And I wanna challenge you with the next question. Und ich möchte euch jetzt herausfordern mit der nächsten Frage. I'm going to challenge you with a Bible verse and to think about it. Und mit dem Bibelvers herausfordern, auch darüber nachzudenken. And the Bible verse is from 1 Corinthians 15:33. It's one of my favorite verses. Und das ist ein Bibelvers, der ist im 1. Korinther 15, Vers 33. And it says, watch out, it says, don't be misled because bad company will corrupt good character. Also da steht, passt auf, lasst euch nicht täuschen oder durch solche Sprüche nicht täuschen, denn schlechter Umgang verdirbt guten Charakter oder gute Sitten. So with this Bible verse in mind, what do you think? How do you feel about this Bible verse? How would you apply it to your life? Hey, wenn ihr jetzt über diesen Bibelvers drüber nachdenkt und Freundschaft, wie passt es zusammen und wie sieht es bei dir in deinem Leben aus mit dem Bibelvers und deinen Freunden? Discuss this a little bit, your thoughts about this idea. Diskutiert mal darüber, über diesen Gedanken, ob das so stimmt, ob das wahr ist, dieser Vers, ob ihr damit einverstanden seid. Ready? Ja, los geht's. Go. Okay, it's a bit of a hot topic, right? A little bit difficult to talk about maybe. Hey, es ist gar nicht so ein einfaches Thema, darüber nachzudenken, oder? Bisschen heißes Thema. But this topic of friendship is one of the most important things to talk about in your life, not even just as a Christian, just in general. Aber das Thema Freundschaft ist wirklich ein wichtiges Thema, darüber nachzudenken, nicht nur als Christ, sondern einfach allgemein. Because it's really true, the people that you surround yourself with are going to influence and to who you are and who you're going to become. Weil es ist wahr, die Leute, mit denen du dich abgibst, die beeinflussen dich auch, wie du dich entwickelst und zu was für einer Person du wirst. And this can be good or bad. Und das kann gut sein oder auch schlecht sein. It could be that you have a bunch of friends around you that are good people, that are Christians, that believe in God, and you're going to benefit from that. Ja, es kann sein, dass du umgeben bist von ganz vielen guten Leuten, guten Christen und du davon profitierst in deinem eigenen Leben. And it could also be that you've surrounded yourself with people who don't know God and are actually moving in the opposite direction of what you want, and it's going to also influence you that way. Ja, es kann aber auch sein, dass du dich mit Leuten abgibst, mit Freunden umgibst, die schlecht drauf sind oder die keine guten Gedanken haben und die dich dann in die falsche Richtung auch führen. And it's difficult, but you have to find a good balance. Ja, und es ist schwierig, weil wir müssen in unserem Leben da eine gute Balance finden. Because I promise you, it's easier to get rid of a few friends now than to keep going, to keep being friends with them and then suffer the consequences that may come of being friends with the wrong people. Ja, und ich verspreche dir, dass es einfacher ist, wenn du jetzt ein paar Freundschaften vielleicht beendest oder die weniger werden, als später die Konsequenzen zu tragen von dem, was daraus geschieht, diese schlechten Freunde in deinem Leben zu haben, weil du dich in die falsche Richtung entwickelst. And it's not easy to let go of friends. Und es ist absolut nicht einfach, Freunde loszulassen. But honestly, if you think about these kind of people that you should be letting go of, are they actually friends? Are they doing things that friends do? Are they actually being friends? Ja, denk mal drüber nach. Die Leute, die du vielleicht aus deinem Leben oder Freundschaften, die du vielleicht loslassen solltest in deinem Leben, sind es wirklich Leute, die man eigentlich Freunde nennen kann, von dem, wie die sich verhalten? And it's challenging, I know, but think about that. Das ist ein bisschen herausfordernd, aber denk mal darüber nach. And then I think after this input and next week, I think you'll have a good idea of who those people could be that maybe it's time to let them go. Hey, und vielleicht nach diesem Input heute und auch dem, der nächste Woche kommt, vielleicht wird es dir ein bisschen helfen, da einfach auch Entscheidungen zu treffen, die ein bisschen tough vielleicht sind. But PJ, Aber PJ, shouldn't we be friends with non-Christian people? Aber PJ, sollten wir nicht Freunde sein mit auch nicht-christlichen Leuten? Shouldn't we be reaching lost people? Sollten wir nicht uns ausstrecken nach den verlorenen Menschen? Isn't that the Great Commission to go into all the world and preach the gospel to all people, baptizing them in the name of the Holy Spirit? Hey, ist es nicht unser Auftrag, die Leute zu erreichen und sie zu taufen und den Heiligen Geist und Pipapo und so weiter, ja? Yes, you are right. Ja, du hast recht. And I'm not saying, I don't want you to get me wrong, I'm not saying that we have to completely remove ourselves from people who are not Christians. Hey, und versteh mich nicht falsch, das hat der Peter ja schon oft auch gesagt, wir sollen jetzt nicht uns komplett rausziehen von Menschen, die Jesus nicht kennen. But if we're surrounding ourselves with majority of people who don't know Jesus, it's very likely that we are going to be sucked into that
that way of life. Hey, aber wenn wir uns hauptsächlich mit Leuten umgeben, die nichts mit Jesus zu tun haben, dann werden die uns in den Lebensstil mit reinsaugen. Wirklich, ja. There are exceptions, and I do know people who have surrounded themselves with lots of people that aren't Christians and have done very well, and a lot of those people go from bad to good. Ja, und es gibt auch Ausnahmen. Es gibt Menschen, die sich auch umgeben haben mit vielen Menschen, die nicht Christen sind. Und es verändert das Umfeld und die Menschen um sie herum haben sich vom Schlechten ins Gute verwandelt. But I know far too many examples of the other way, that good people, good Christian people have entered into relationships with non-Christian people, with people that don't know God and practice really bad things and have changed from good to bad. Hey, und leider kenne ich aber viel, viel mehr Menschen, die sich mit Leuten umgeben haben, die nicht an Gott glauben, die auch nicht nach seinen Geboten leben und sich dann von denen beeinflussen lassen haben und einfach den Weg verlassen haben, mit Gott zu leben. So make sure that you really find a good balance. Hey, also pass auf, dass du da wirklich eine gute Balance findest. That you have friends that pour into you, that help you, that support you, that fill you up, so that you can then pour out and fill up others that need to be filled up. Hey, dass du Freunde findest, die in dich investieren und dich auffüllen, damit du wieder an andere investieren kannst und auffüllen kannst. And now into the next and final question. Hey, und jetzt kommt die nächste und letzte Frage. Okay, the question is, and you can come back to the video, we're not completely finished, come back after this question, is there anything that you should change about your current friend group? Hey, die letzte Frage ist, gibt es etwas, was du verändern solltest, wenn du an deine Freundesgruppe oder an deinen Freundeskreis denkst, den du momentan hast? Think about it and just discuss and freely discuss in your small group what could be something that you can change. Hey, denk mal darüber nach und besprecht es in eurer Kleingruppe, was ihr vielleicht da auch dran verändern könntet. Go. Los geht's und kommt gleich wieder zurück, weil es geht noch weiter. Okay, guys, very, very hot topics today, I know. Hey, ihr Lieben, ganz schön heißes Thema heute. But I want to encourage you that this is something that if you work on now as you're young, it's going to help you so much later on in life. Hey, und ich möchte dich ermutigen, wenn das jetzt ein Thema ist, wo du dran bist, jetzt wo du jung bist, das wird sich positiv auf dein ganzes restliches Leben auswirken. Because you're going to have friends your whole life. Weil du wirst hoffentlich Freunde dein ganzes Leben lang haben. And if you can become a master now at choosing your friends and being a good friend, then it's going to help you immensely. Hey, und wenn du es schaffst, jetzt schon ein guter Freund zu sein und gute Freunde auszuwählen, dann wird es dir einfach total helfen. And so now at the end of the sermon, I just want to pray for you guys, and then I want to send you into small group, into the last kind of final discussion. Hey, und ich möchte jetzt noch für euch beten und dann wieder zurückschicken, um eure letzte Diskussion in der Kleingruppe auch zusammen zu So haben. first, the last discussion. Hey, das letzte, worüber ihr diskutieren dürft. Just talk about the sermon from today and think about different points that stood out to you. Hey, rede einfach nochmal über die Predigt heute und sprecht über unterschiedliche Punkte, die vielleicht was dich herausgefordert haben oder die für dich einfach besonders waren. Maybe you just didn't say it in small group earlier. Now you have a chance. Vielleicht habt ihr vorhin vergessen, das zu erwähnen oder ihr hattet keine Möglichkeit, dann habt ihr jetzt die Möglichkeit dazu. Maybe you have some fears or some worry, some anxiety about friendship and about what you need to do. Hey, vielleicht hast du ein bisschen Sorge oder Angst auch um das Thema Freundschaft oder was du tun sollst. Let's take some time to discuss those things and then pray for each other in your small groups. Hey, lass uns Zeit nehmen, einfach darüber auch zu reden und dann betet füreinander auch in der Kleingruppe. Because really praying for each other in this friendship that you guys have with each other is the best thing that you can do, is to pray for each other and lift each other up to God. Hey, und das Beste, was ihr auch tun könnt, um eine Freundschaft auch aufzubauen oder untereinander auch Freunde zu sein, ist füreinander zu beten und einander einfach auch vor Gott zu bringen. So I'm going to pray and then you guys can go into your final small group time. Also, ich bete jetzt noch und dann könnt ihr in die Kleingruppe gehen. Hey, God, thank you so much that we can talk about this topic of friendship. Hey Gott, danke, dass wir über dieses Thema Freundschaft reden können. And I thank you that you are such a perfect example of what an absolute perfect friend is. Hey, und danke, dass du ein absolutes gutes Beispiel bist dafür, was ein guter Freund ist. And that you even call us friends of you, that we are your friends. Hey, und danke, dass wir sogar auch deine Freunde genannt werden. And God, I pray that you would help us as we move forward in our lives with developing and choosing friends. Hey Gott, und ich bete, dass du uns hilfst, auf diesem Weg uns zu entwickeln
unsere Freunde zu wählen. I pray that you would give us courage to maybe let go of some friends that are not good for us. Ich bete, dass du uns Mut gibst, vielleicht auch Freunde loszulassen, die nicht gut sind für uns. And also the courage to find good friends, maybe new friends, and just help us to talk to new people that will be good for us. Ja, und auch vielleicht den Mut zu finden, neue Freunde zu finden, die auch gut sind für uns. And help us, God, to be filled up by good people so that we can reach lost people in your name. Hey, und hilf uns einfach, uns auch auffüllen zu lassen von guten Menschen, damit wir andere auch in deinem Namen erreichen können. Amen. Amen. Hey guys, have a great time in small group and we'll see each other next week right here. Hey, gute Zeit, ihr Lieben, in der kleinen Gruppe und wir sehen uns hier wieder nächste Woche. Ciao. Ciao.